Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Gitarren-Livestream. Ich freue mich, dass ihr live dabei seid und heute geht es um ein sehr, sehr interessantes Thema. Heute werden wir unsere Ohren spitzen. Es geht um Modulationseffekte, um die Geschichte der Modulationseffekte. Ich werde ein bisschen zurückgehen in die Zeit, bis in die 60er Jahre, wo das Ganze dann losgetreten wurde, durch keinen geringeren wie Leo Fender mal wieder. Ne? Und ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Wir werden viele, viele Beispiele hören. Es geht weniger heute um fundiertes, ganz tiefes Wissen. Das kann man sich alles problemlos nachlesen. Es geht um die wichtigsten Modulationseffekte, um Anwendungsbeispiele und vor allen Dingen um Hören. Wie klingen diese Effekte und wie kann man die einsetzen? Wo kann man sie einsetzen und was kann man damit erreichen? So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr live dabei seid. Jetzt gucken wir mal, wer live hier ist. Ah, super. Hallo, John, Markus, Herbert, Klaus, Jochen. Also, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr live dabei seid und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Dietmar hat sich die Yamaha Silent Gitarre gekauft. Sehr schön. Heute einer der besten Gitarrenriff-Erfinder hat Geburtstag. Keith Richards wurde heute 75. Das muss man sich mal vorstellen. Oh ja, Wahnsinn. Ne? Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt viel, viel Spaß mit den ganzen Soundbeispielen, die ich bringen werde. Und es geht heute um, ja, wie so eine Art ein Einstieg. Wir haben ja erst vor kurzem, vor 1-2 Wochen, die ganzen Verzerrpedale gemacht. Und für die ganzen Soundbeispiele, die ich verwende, habe ich den Line 6 Helix am Start. Entschuldigung, ziemlich trockene Luft hier im Winter. Hoffentlich hält die Stimme durch. Also Bild und Ton, denke ich mal, ist okay, wenn ihr mir nichts geschrieben habt. Und ja, der Helix hat über 200 Effekte am Start. Und hier kann ich wunderbar, ohne viel hin und her schalten zu müssen, euch auch zeigen, wie man diese Effekte anwendet, wie man sie einstellt, in der Effektkette hin und her springen und dann euch genau die Beispiele geben. Aber wie ging das Ganze eigentlich los? Ich muss mal hier meine Notes mir angucken, damit ich da... Zu Beginn gab es ja eben diese Gitarrenverstärker und der erste Effekt, der gebaut wurde, war ein Effekt, der die Lautstärke im Verstärker modulierte. Okay? Es war also ein Effekt, wo es laut und leiser wurde und den hat Leo Fender dann diesem Effekt einen Namen gegeben. Ne? Und das Interessante ist, dass er sich dabei ein bisschen vertan hat. Denn wenn du die Lautstärke von etwas änderst, ja, also so etwas machst, das war also so im Grunde genommen der erste Effekt. Das kannst du auch mit einem Lautstärke-Potti deiner Gitarre machen. Und diesen Effekt hat er dann als Tremolo bezeichnet. Ja, im Grunde genommen ist das ein Tremolo-Hebel. Ne? Das ist ein Tremolo. Aber ein Tremolo verändert ja nicht die Lautstärke, sondern die Schwingungsamplitude. Ne? Wenn man so ein schwebend eingestelltes Tremolo hat, wie an dieser Gitarre, dann könnt ihr schon hören, wie so ein Chorus-Effekt oder Leslie-Effekt eigentlich klingt. Wie die Stimmung rauf und runter geht. Und wie das Ganze dann klingt. Ich mache noch einen Hauch lauter, dass ihr das gut hören könnt. So.
Und also, der Vibrolux von Fender, dieser Amp, der hatte eigentlich kein Vibrato, sondern ein Tremolo. Also der Tremolo-Effekt, der erste Effekt, war ein Effekt, der die Lautstärke, das hier, was ich jetzt mit dem Volume Potty mache, das war der Effekt, den hast du dann, den hat Leo Fender als Vibrato bezeichnet. Und dann blieb ihm nichts anderes übrig, als er dann dieses System hier entwickelt hat, das Teil dann Tremolo zu nennen. Also, kleine Konfusion, aber das aus der Historie heraus. Ganz, ganz interessante Geschichte, wie dann diese Namen auch bezeichnet wurden. Okay? Also kaum tauchten diese schmucken Röhrenamps mit ihrem Tremolo-Effekt auf, wurde dieser Effekt gerne und oft eingesetzt. Bis Ende der 60er dann, nachdem neue Modulationseffekte auftauchten, wie eben Phasing, Chorus, Flanging, als altmodisch gang und dann für fast Jahrzehnte verschwunden ist. Aber er ist immer noch geil. Ich werde euch Beispiele zeigen, wie cool der Effekt klingt und kann auch gerade im Zusammenhang mit Verzerrung ganz spektakuläre Sounds erzeugen. Also so richtig. Na? Okay, und in den 60ern waren es vor allen Dingen die Beatles und Jimi Hendrix, die die Effekte so richtig ins Rollen gebracht haben. Man wollte am Anfang diese 12-seitigen Gitarren simulieren. Hendrix wollte einfach in dem Trio, in dem er spielte, also wenn er rhythmische Begleitung hatte, wollte er einfach auch sehr, sehr voll und dynamisch klingen. Er wollte sozusagen diesen Big Band Sound erzeugen, den Sound, denn wenn du mehrere Streicher zum Beispiel oder mehrere Instrumente gleichzeitig spielen, dann sind die in der Pitch nie absolut perfekt. Es entstehen dann diese Phasenverschiebungen in einem großen Orchester und so sind diese ersten Effekte dann konzipiert worden. Es ging um Amplituden und Phasenschwingungsveränderungen, dass wenn Frequenzen aufeinandertreffen, sich Phasen auslöschen und dadurch entstehen diese psychedelischen Sounds, die so bekannt sind. So, also dann gehen wir doch mal, im Detail werde ich das in einem PDF noch aufarbeiten, sodass ihr das alles dann auch nachlesen könnt. Sonst würde es zu lange dauern. So, ich gehe jetzt in den Helix hier rein. Ich ziehe mir mal meinen Spickzettel hier rüber. Ich werde als ab und zu hier dann nach unten hingucken, um meine Notizen, damit ich da nichts vergesse, um meine Notizen hier zu sehen. Nur, dass ihr das wisst. Also, ich verwende für die Vorführung heute 2 Sounds. Ich will euch zeigen, wie klingt ein Modulationseffekt vor und hinter einem unverzerrten Amp, in einem Clean Amp. Dazu nehme ich einen Fender Deluxe. Und wie klingen Modulationseffekte vor und nach den Verstärkern in einem Marshall-Verstärker, der leicht oder mittig angecrunched ist. Alles hat einen massiven Einfluss auf den Klang. Und ja, gehen wir mal rein in den Clean Sound. Das ist dieser Fender Deluxe. Ein sehr schöner, sauber klingender Clean Sound. Mache hier noch einen kleinen Kompressor hinzu, sodass das Ganze dann schön ausbalanciert ist. Und als allererstes schauen wir uns den absoluten Klassiker an, und zwar den Chorus. So, wenn ich jetzt hier draufklicke auf Chorus, dann kannst du Folgendes hier oben in der Effektkette verfolgen. Vor dem Verstärker habe ich Distortion, also die Verzerrerpedale und sozusagen die dynamischen Pedale, die Einfluss auf die Dynamik haben, wie Kompressor und Verzerrer. Hinter dem Verstärker in diesem unverzerrten Klangbeispiel habe ich eine ganze Latte an Modulationseffekte mal hier geparkt und am Ende der Effektkette habe ich ein Echo. Ja, das hört man vielleicht. Ein bisschen, ganz dezent, ich lasse es aber aus. Und einen Hall, der ein bisschen den Sound aufhübscht hinten raus. Und hier als zweiten Effekt hinter dem Verstärker haben wir einen Chorus. So,
die wichtigsten Parameter im Klang des Choruses sind die Geschwindigkeit. Also ihr könnt schon sehen, hier ist das Bild des Choruses. Es ist ein Line 6 eigener Chorus, der basiert auf den 70er Jahre CE-Chorus von Boss. Und das war natürlich ein legendärer Effekt, der damals von Japanern haben wahnsinnig gute, auch das Univibe entwickelt und Flanging-Effekte. Und also die waren da recht, ja, wenn nicht fast schon am stärksten dabei, was die Modulationseffekte anging. Und so klingt das ohne, wenn ich jetzt zum Beispiel das Intro spiele zu Knock on Heaven's Door. Schon, es klingt ja im Grunde genommen so, als ob zwei Gitarren gleichzeitig spielen würden. Dann, was die Regelung angeht, hier die Geschwindigkeit, wenn ich die hochziehe, dann hast du diesen Sound und da wird es schon ganz krass. Also hier mit dem Reglertempo gehe ich immer sehr dezent um. Je weiter du runter gehst, umso schwebender, unauffälliger, feinfühliger wird der Klang. Depth ist die Tiefe, also die räumliche Tiefe und die Menge des Effektes. Je höher du den ziehst, umso stärker wird diese Amplitude, umso stärker schwebt der Sound. Hier ist in der Mitte immer eine gute Position. Dann ist so ein Chorus nichts anderes wie ein Echo, ein Delay. Also du hast ein Pre-Delay. Also was passiert? Das Signal wird zweimal durchgeschliffen und wird leicht verzögert. Und hier kannst du die Menge dieses Pre-Delays einstellen. Und dann hast du eben, geh nochmal runter, einen sehr ganz sanften, wenig schwebend, wenig verzögernder Sound. Und je mehr du hier hoch gehst, umso intensiver wird diese Welle. Auch hier ist eine mittige Einstellung gut. Dann hast du hier die Wellenform. Also das ist schon ein sehr, sehr komplexer. Hier, du kannst also mit der Welle nach oben gehen, nach unten, ein Triangle, ein Sine Chorus, ein Square, Inverse Sine, also und Random ist natürlich heftig. Gehen wir mal so ab und hören uns das an. Ziehen den Mix noch ein bisschen hoch, dass wir mehr vom Effekt hören. Und die Tiefe. Jetzt geht die Welle nur nach oben, jetzt nach unten. Ja, mehr nach unten. Triangle. Geht rauf und runter die Wellenform. Sine Chorus. Sehr, sehr schöner Sound. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Ich lasse es auf dem Triangle. Der gefällt mir, der ist fast schon Flanging-mäßiger ein bisschen. Und dann vom Ton her, das ist dann, hier kannst du nochmal EQ-mäßig zum Beispiel ihn heller klingen lassen oder wärmer. Hat auch einen massiven Einfluss. Irgendwo hier in der Mitte, vielleicht leicht angehoben, 5, ein bisschen hier, fährst du gut. Spread ist die Weite des Effektes. So klingt er sehr zentriert, sehr fokussiert. Und je weiter du ihn öffnest, umso mehr wird er zu einem Stereo-Sound. Füllt den ganzen Raum. Mix ist die Menge an Effekt und an direktem Gitarrensignal. Wenn ich hier runter gehe, dann ist der Effekt im Grunde genommen aus. Und wenn ich ihn voll hochziehe, ist er absolut überlagert er sozusagen das normale Gitarrensignal. Hier sind so Settings für mich etwa in der Mitte.
vergleichbar in der Mitte, sehr, sehr gut. Und dann den Level, du kannst hier auch den Level, also die Funktion des Pedals kann sogar boosten. Also ich kann jetzt zum Beispiel 1,5 dB mehr, dann hört man den Chorus sehr intensiv. Also hier würde ich auch kaum anheben. Mit Modulationseffekten würde ich den Sound nicht unbedingt anheben. So, das wäre jetzt ein Setting, das sehr, sehr schön, sauber, voller Chorus-Sound hier bietet. Was wir jetzt machen werden, wir werden uns einige der Klassiker anhören. Natürlich, Chorus, ne? Das Signal wird geteilt und verzögert durch wie ein Delay. Und wo kann man das wunderbar hören? Man kann das natürlich wunderbar in dem einen Beispiel, das ich gerade gespielt habe, oder hier. Bei Police. Wenn wir jetzt hier noch den Verzerrer hinzufügen. Und nehmen wir mal den anderen, ein bisschen Overdrive, hören mal, wie das klingt. Und dann hier den Chorus ein bisschen im Mix noch hochziehen. Klassisch 80er Jahre. Ne? So, dann, ja, das war dann sozusagen das, was ich mit dem Chorus machen würde. Was du jetzt noch machen kannst, ist den Chorus mal vor den Verstärker platzieren. Das geht hier im Helix ganz, ganz einfach. Und dann mal hören, wie klingt es davor und dahinter. So, hier passiert jetzt etwas. Der Modulationseffekt hat natürlich davor auch einen dynamischen, wenn ich jetzt hier hochgehe ein bisschen auf 1 dB, dann hat er auch einen dynamischen Effekt auf den Amp. Mal ausmachen. Ja. Ja. Und Dynamik bedeutet, wenn ich lauter spiele, wirst du jetzt vor dem Verstärker den Effekt lauter hören. Wenn ich leise spiele, tritt er ein wenig in den Hintergrund. Ziehen wir ihn nochmal nach hinten. So. Nochmal nach vorne, vor den Amp. Man hört, es ist weicher, es ist nicht, der Effekt wird ein bisschen dezenter und interessant wird es, wenn ich den Modulationseffekt jetzt vor den Verzerrer packe. Da werden wir dann einige Beispiele uns anhören, speziell mit dem Marshall. Und wenn jetzt hier hinten dran der hinzukommt, okay, machen wir mal den zweiten Verzerrer noch hinzu. Ist auch in den 80ern sehr, sehr gerne verwendet worden. Dezent eingestellt im Hintergrund, hier den Mix runtergezogen, sodass er wirklich nur den Sound verbreitet. Das Delay ist an und dann hast du hier eben diesen Sound. Ne? Noch ein bisschen Mix runter und Deft noch ein bisschen runter. Ohne.
man zum Beispiel bei Luke Hater oft im Hintergrund gehört. Ich tippe sogar, dass ihr ihn vor den Verzerrer hier geschaltet hat. So, das war jetzt ein Beispiel mit dem Chorus. Und jetzt gehen wir gleich mal durch die ganzen Effekte, damit du einen klaren Höreindruck bekommst, wie die klingen vor einem Clean Amp. Also, hier, das war der Chorus. Ein absoluter Klassiker ist der Phaser. Auch hier beim Phasing-Effekt, dieser hier mit dem einen Potty, das ist der Phase 90 von MXR, ein absoluter Klassiker. Ja. Und natürlich ganz, ganz heftig verwendet von Eddie Van Halen und natürlich hierfür die ganzen Pink Floyd Sachen. Den Mix noch ein bisschen hochziehen und dann hört man ganz klar, dass der da auf der Aufnahme verwendet worden. Oder eben bei den Van Halen sein, die zeige ich aber nachher noch mit den verzerrten Sounds. Also das ist der Phaser. Hier ein absoluter Klassiker, gehört auf jedes Pedalboard, ohne den geht gar nichts. Hier sind so viele, dass ich die gar nicht alle durchgehen kann. Den Chorus, jetzt hören wir uns den berühmtesten Chorus an aus den 80er Jahren. Nee, Quatsch, der wurde schon in den 70ern, der 70s Chorus. Dieser fantastische, ich zeige ihn euch mal. Mal gucken, ob ich den hier finde für euch. Und Boss CE2. Boss Chorus. Jetzt gehen wir mal auf Boss. Einfach mal Boss Chorus hier eingeben. Ja. Und dann auf Bilder. Und dann tauchen die hier alle auf, wie ihr sehen könnt gleich. So habe ich das hier. Schaut mal hier. Jede Menge. Und das ist dieser Boss CE1, von dem ich gerade gesprochen habe. Da ist er nochmal, da kann man hier wunderbar sehen. Vintage, Made in Japan. Ja, und den hören wir uns jetzt an, wie der klingt. Wow! Hier ist Tempo noch ein bisschen runter. Ich mag es, wenn das Tempo im unteren Drittel ist. Wow! Sagenhaft dieser Sound. Ne? Wenn ich hier noch das Delay hochziehe, wenn ich jetzt das Delay hochziehe, hier auf punktierte Viertelnoten gehe. Oh, und hier dann Triplets, so den Mix hier. Auf Vintage Digital. Wow, das ist cool. Jetzt ist mein Signal schon an der Grenze angelangt hier, wie ich das gerade höre. Also mal Simple Delay. Und dann hast du diese ganzen U2-Effekte, ne? Hier kannst du dann den Chorus entsprechend, ich muss den Mix hier noch ein bisschen runterfahren und der Level, der ist hier zu hoch. Ne? Und hier hast du auch mehrere Möglichkeiten, entweder Chorus oder Vibrato, aber den Vibrato-Effekt zeige ich euch jetzt getrennt. Ich mache das Echo wieder aus. Also 70er Jahre Chorus, super toller Effekt. Dann gehen wir doch gleich mal auf den, wo ist denn der, das Tremolo, euch mal ein optisches Tremolo zu zeigen, wie es in den Fender-Verstärkern verbaut ist. Ne? Und
Und das ist die Geschichte hier mit dieser Lautstärkeamplitude. Ne? Und wenn du den jetzt so verwendest, ich mache jetzt hier noch den Overdrive hinzu und dann hast du diesen Sound. Noch ein bisschen mehr Intensität. Also. Weniger. Und all diese Geschichten hier, die du hier mit all diese Sachen, die du einstellen kannst, das ist immer Geschwindigkeit, Intensität, Tiefe des Effekts. Spread ist die Breite, also ob er enger klingt, mehr Mono und mehr breiter Stereo. Und dann ein Level, also es ist man muss da keine Sorgen haben, dass man das nicht eingestellt bekommt. Ne? Und hier, ne? Watching her strolling the night, so wondering why it's only after dark. Also das Tremolo hier, Optical Tremolo, super toller Effekt, macht nichts anderes, wie dass es die Lautstärke rauf und runter. Es ist wie wenn ich jetzt den Effekt ausmache und dann. Aber das kann man halt nicht permanent machen oder mit dem Fußpedal. Deswegen. Sehr genial. Ne? Auch ein toller Effekt. Dann das nächste Tremolo uns mal anhören. Ganz ähnlich. Dann Tremolo mit Panning. Hier hast du den Tremolo, also den Lautstärke-Effekt rauf und runter und dann schwebt es noch links und rechts in Geschwindigkeit runterfahren. Wow, ist das cool. There ain't no easy way out of here. Send a joke to the sea. Na, Hendrix, klar, machen wir jetzt hier noch ein bisschen mehr rein. Wir müssen jetzt auf den Marshall sein, aber ich bleibe jetzt einfach mal drauf, weil es einfach so cool klingt. Ne? Also. There ain't no easy way out of here. Set a joke to the sea. Mehr. Und bei Axis Bold as Love hat er ja wahnsinnig viele, nachher zeige ich euch das mit dem Flanger. Gehen wir gleich auf den Flanger. Ne? Das ist der hier. Der Flanger ist nichts anderes wie ein 2-3 Chorusse in einem Pedal. Also alles ist extremer. Die Wellenform ist extremer, die Möglichkeit, den Effekt mehrfach durch das Pedal zu schleifen, wie auch die Delay-Zeiten sind extremer. Das siehst du hier auch schon an den Einstellungen. Nur ganz kurz hier mal zu hören. Holen wir uns mal den Grey Flanger. Das war im Grunde genommen... oder Harmonic, lass mich mal überlegen, welcher war denn? Du hörst doch, wie fett manche klingen, ne? Hör mal. Oh, ist ja cool. Das ist der Ada Flanger. Ne? Ada Flanger, auch da gehen wir mal kurz rein, dass ich ihn euch zeige. Ein weiterer Klassiker. So, ADA Flanger. Da sieht man gleich an der Optik, dass der auch aus der Ära stammt, aus den 70ern und mega, mega, mega cooles Teil. Ne? Hier kann man das nochmal sehen, hier voll verhunzt und verbraucht schon das Ganze und ja, absoluter Klassiker. Ne? Guckt euch das mal an. Ja? Hier Paul Gilbert, Race X, hat ihn hier verändert. Und das ist der hier kannst du es auch gleich nochmal erkennen. Hier ist er. Und so klingt er.
Machen wir den Mix mal hoch. Das war zu viel jetzt. Und der klingt auch cool vor dem Distortion hier. Oh, komm, bitte. Häng dich nicht auf. Ja. Oh, und jetzt hörst du eher den krassen Unterschied auch in der Dynamik. Nächstes Beispiel, das war von Electro-Harmonix. Ein fantastisch klingender. Hier wieder einfach Tempo runter. Oh. Die verzerrten Beispiele, die Van Halen gemacht hat, die zeige ich euch auch gleich. Also mit dem hier bist du wunderbar im Hendrix-Bereich hier unterwegs. Ne? Wow! Ich liebe diesen Sound. Der ist einfach klasse. Ne? So, hier nochmal zurück hinter den Amp. So, als nächstes auch ein sehr, sehr toller Effekt ist das Univibe. Auch von Hendrix natürlich wieder extrem verwendet. Und hören wir uns das mal an. Ich glaube, ich habe das hier, lass mir nochmal überlegen, wo ich das habe. Vibe-Effekt. So, jetzt gehen wir mal hier in die Legacy-Effekte hinein. Das sind die ganzen Effekte im Helix aus den alten Delay-Modular, Modulation-Modular, also die tollsten überhaupt. Und das ist hier das Univibe. Bevor ich euch den Effekt zeige, werde ich mal kurz nochmal hier drauf gehen und es euch hier online zeigen. Univibe Pedal Bilder, und von der Optik her ist das einer der Klassiker. Schaut mal hier, das hier zum Beispiel, ne, von Dunlop, und ganz alt, hier auch noch mit einem Equalizer. New Vibe, wie cool ist das denn, ne? Aber so sahen diese alten Geräte damals aus. Und hören wir jetzt mal rein. Also das ist natürlich ein absoluter Signature-Sound, der jetzt kommen muss. Und zwar für Jimmy ohne den Effekt. Hier immer die Geschwindigkeit anpassen. Einfach ein Genuss. Hauen wir ihn mal vor den Verzerrer. Intensiver, voller, dynamischer. Das ist jetzt ein bisschen extrem, deswegen einfach den Mix runterpacken. Und mit weniger Geschwindigkeit. Well, she's walking through the clouds with a circus smile that's running wild. Butterflies and zebras, moonbeams and fairy tales. She's riding with the wind.
geil. Oh, ich liebe diesen Effekt. Oder, Stevie Ray Vaughan hat ihn genauso verwendet in seiner Version. Und du kannst ja wahnsinnig viel Spaß. Gehen wir mal hier in die Großaufnahme, dass ihr mich auch sehen könnt. Ne? Wie genial ist das denn? Ne? Wie genial ist das denn? Wie genial ist das denn? Ne? Und warum war eigentlich früher immer das Beste? Liegt wohl eher daran, dass man nicht die Fülle an Möglichkeiten hatte und sich auf das wenige Vorhandene konzentrieren. Lieber Thomas, was kann ich noch mehr sagen, wie dass du wieder den absoluten Nagel auf den Kopf getroffen hast? Es ist einfach die Wahrheit. Es war so. Aus dem Wenigen haben diese Leute das Maximum herausgeholt. Und immer wenn etwas neu ist, dann wird es ausprobiert. Und es ist so schade, dass Dinge einfach in Vergessenheit geraten. So. Diese Videos sind böse, tun meinem Konto überhaupt nicht gut. Also muss noch ein Fehler sein. So, jetzt gehen wir auf die Zerr-Sounds. Und ich glaube, das wird auch noch mal ganz, ganz cool. Dankeschön für dass ihr so mit Herz dabei seid. Also, was ich jetzt mache, bis hierher hatten wir einen Clean Sound mit dem Overdrive-Pedal davor und auch mal ohne. Jetzt gehen wir auf einen Marshall, okay? Und das ist der Sound des Amps. Wir ziehen hier die Lautstärke noch einen Tick hoch am Helix. Und er ist leicht angecrunched, wie ihr hören könnt. Fett hier. Ja. Noch ein bisschen. So. Ich muss immer die Pegel ein bisschen im Auge behalten, dass es nicht zu kaputt klingt. Jetzt hören wir uns einige dieser Effekte noch an. Einige absolute Klassiker und dann, das ist sozusagen wie ein Einstieg in das Ganze, in die Droge der Effekte. Ja. So, hier, pass mal auf. Den Amp. Jetzt hauen wir noch den Tube Screamer hinzu. Ein bisschen ein Delay. Das lassen wir aus. Ich mach dich mal laut hier. Komm. Und dann mal reinhören, was passiert hier mit dem Flanger. Den Mix ein bisschen. Speed. Das ist fast schon zu viel. Ja, so, ne? Ich gebe dem Amp noch ein paar Höhen hier, ein bisschen Präsenz noch. Ja. Und natürlich kannst du den Mix hochziehen.
mehr von dem Flanging-Effekt haben möchtest, du kannst aber auch den Level hochziehen. Das war der Flanger vor dem Tube Screamer. Und jetzt machen wir mal den absoluten Klassiker Van Halen mit selbe Sound mit dem Phase 90. Einfach noch ein bisschen Fett hier in den Tube Screamer rein. Hier die Höhe noch ein bisschen hochziehen. Und noch ein paar Bässe unten rein. Ja, ihr wisst ja, es geht kaum ohne dieses Beispiel. Ich kann euch auch nicht verschonen, aber ich mache es mal trotzdem. Und so weiter. Das ist der Phase 90, liebe Leute, ohne den. Kein Van Halen. Und auch Van Halen war in einem Trio und wollte eben diesen fetten, vollen Sound. Und das hat er mit den Modulationseffekten gemacht. Und natürlich später hat er auch wahnsinnig viel mit dem Flanger experimentiert. Gehen wir mal auf den 80er Flanger hier. Oh, holy moly. Was haben denn die hier? Die Range runter, Speed runter. Oh, wow, 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 wow. Und den Level. Ja, also, ne, klar, ohne diese Effekte kein echter, ganz echter, authentischer Van Halen Sound. Ich ziehe ihn jetzt mal hinten dran, den Flanger. Ihr merkt schon, davor hat er viel, viel fetter geklungen. Also, allein schon dieses Rauf- und Runtergehen. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal, mein allererster Effekt war einfach ein Boss CE1 Chorus, glaube ich, Pedal, wie unglaublich happy ich war, als ich das hatte. Ne? So, wie klingen jetzt die Pedale, kurz nochmal angespielt mit dem verzerrten Marshall. Hören wir uns das Tremolo an. Geschwindigkeit ein bisschen runter. Sehr, sehr cool. Was kann ich jetzt euch noch zeigen? Vielleicht einige exotische Effekte noch, wie zum Beispiel das hier. Was macht denn das hier? So, das ist ein Vibrato Pitch Shifter. Sehr, sehr intensiv. Und jetzt hören wir mal an, wo man das einsetzen könnte. Nehmen wir mal an, wir haben diesen Song von Bon Jovi. Ne? Was haben wir hier noch aktiv? Das hier. Ne? Und Living on a Prayer. Und falls du das noch nicht gesehen hast, wenn du dir die alten Aufnahmen anguckst, dann siehst du, dass Richie Sambora einen Effekt verwendet mit einem Schlauch, der ihm in den Mund geht und er formt diese Vokale von A über U bis O
Und diesen Effekt simuliert hier dieser Throne Up. Hören wir mal rein. Ich hoffe, dass es der ist. Den müssen wir jetzt noch einstellen ein bisschen. Und zwar in der Range. Range. Low, mittig. So. Q. Der Throne Up. War es das oder war es der Q-Filter? Ich muss noch mal gucken. Ich glaube, das ist er. Ja. Und hier gehen wir dann in die Frequenz rein. War es der oder? Ich muss noch mal gucken. Oder doch die Voicebox. Ne? Das ist er, glaube ich. Ende. Gehen wir auf O. Beginn bei A. Tempo runter. Mix runter. Und dann haben wir diesen Effekt. Und jetzt ziehen wir ihn vor den Amp. So. Na, was hat er jetzt gemacht? Jetzt hat er mir den ausgeixt. Nicht gut, nicht nett. Filtereffekt. Legacy, Voicebox. Tempo runter. Jetzt haben wir. Und das Ende will ich hier nicht vom A, soll es auf O gehen. Hier, Start bei A, Ende bei O. Mix einstellen, nicht zu viel und dann. Jetzt haben wir es. Vielleicht noch ein bisschen mehr im Mix. Also die Voicebox, die normal er verwendet über den Schlauch, wo der Lautsprecher des Amps in seinen Mund kommt und er mit dem Mund das formt, das hast du hier im Helix. Ein sehr, sehr geiler Effekt. Hör mal genau hin, ohne mit. Einfach nur ein genialer Effekt, den er sehr, sehr gerne eingesetzt hat. So, okay, das mag er nicht, wenn ich ihn über diese... Du hast im Helix, hast du immer 8 Effekte, die du in eine Spur ziehen kannst und 8 in die andere. Und wenn du ihn jetzt unten hinbringen willst, dann machst du einfach Copy und dann kopierst du ihn rein und das ist dann der schnellere und einfachere Weg. So, einige Exoten noch. Mal gucken, was ich hier noch habe. Ganz, ganz wichtig natürlich, Pitch-Shifting-Effekte, wie zum Beispiel hier das Whammy-Pedal von Digitech. Und dann kannst du hier ganz, ganz interessante Pitch-Shifting-Effekte machen. Ich muss es jetzt nur mal kurz einschalten. Okay, es ist auf den Wah-Wah gesetzt. Ich lasse es jetzt mal so, weil sonst geht das Ganze heute noch zu lange. Na, machen wir mal noch einen Dual-Pitcher. Wer zum Beispiel sowas verwendet, ist Steve Stevens, der Billy Idol-Gitarrist, macht gerne Twin Harmony. Da sind wir dann schon im Bereich der Effekte, wie sie Brian May zum Beispiel einsetzt. Ne? Ja? Abgefahrenes Zeug hier. Ne? Da kann man nur sagen, viel, viel Spaß damit. So, was habe ich? Habe ich irgendwas noch ausgelassen? Phaser war wichtig, Flanger, Chorus habe ich euch gezeigt, Tremolo und Vibrato. Das Vibrato ist ja nichts anderes wie ein Effekt, der die Amplitude auch verändert, ähnlich wie ein Chorus.
Und ja, das soll es ein Ringmodulator vielleicht noch. Und was natürlich auch noch der Fall ist, wenn jetzt zum Beispiel so ein Tremolo-Effekt, nehmen wir mal einfach mal den hier, hart eingestellt ist, so, dann hackt er, zerhackt das Signal förmlich. Gehen wir mal hier nochmal drauf. Und das hast du zum Beispiel bei einigen Metal-Bands auch, ne? Oder Punk-Bands. Die dieses zerhäckselte Signal haben wollen. Ne? Beat, Chop, Tremolo. Das ist zum Beispiel so eines. Und hier kannst du dann sogar punktierte Viertelnoten. Ne? Abgefahren ist es. Abgefahren. Abgefahren, abgefahren. Und das erzeugt natürlich wahnsinnig viel Kreativität auch bei Musikern. Ne? Und mit Effekten, Tom Morello zum Beispiel, auch ein genialer Effektanwender, ist sehr, sehr viel Musikgeschichte geschrieben worden. Und ich kann es euch nur raten, macht's wieder. Verwendet die Teile. Habt Spaß damit. Ne? Eins möchte ich euch noch zeigen, das ist der Klassiker, das ist der Wah-Wah. Und der ist sehr, sehr wichtig. Hier haben wir auch einige absolute Klassiker hier drin. Und hierzu aktiviert man das mal. Hier der Pitch Shifter, der muss noch raus hier. Dann hier. Jeder hat hier einen anderen Sound. Der Chrome Custom ist zum Beispiel absolut, das ist das Vox Wah-Wah. Das hörst du immer bei Jimmy. Das ist das alte, das ist das ganz alte, das erste Wah-Wah. Ja. Und natürlich auch im Funk, Delay raus, Verzerrer raus. Ihr würdet vielleicht hier sogar diesen Colorful nehmen. Und das kennt ihr aus den 70ern, ne? Diese ganze. Und dann Throaty, das ist so ein gutturaler Wah-Wah. So mehr ähnlicher der menschlichen Stimme. Hier noch ein bisschen den Tube Screamer dazu, aber ein bisschen dezenter hier. Ne? So. Also wie wenn du den Ton des Wah-Wahs mit dem Mund formen würdest. Das ist so ein Wah-Wah, den zum Beispiel Steve Vai verwendet. Für seine ganzen Legato-Läufe. Geniales Zeug. Ne? Also, das sollte es vielleicht jetzt gewesen sein, damit das Video nicht unglaublich lange wird. Irgendwo im Bereich von einer Stunde sollte es bleiben. Schalte mal den Wah-Wah wieder aus. Dann gucke ich mal noch ein bisschen in den Chat jetzt rein, ob ihr da noch Fragen habt. Also, ich hoffe, ich habe euch alle Beispiele, auch die mir so eingefallen sind, gezeigt. Es gibt noch so viel mehr, was man machen kann und was man ausprobieren kann. Ja,
ein Vibrato, gehen wir nochmal auf den Clean Sound hier und schnappen uns mal ein, also mal gucken, das ist schöne Vibrato vielleicht hier. Mal gucken, wie das klingt. Ja, Volume Pedal. Und dann einfach den Mix runterziehen und dann hast du diesen 1, 2, 3, 4. Pretty Woman. Ohne. Hey, hey, hey. Ja, also unglaublich viel. Ich glaube, ich habe euch jetzt so gut wie alles gezeigt. Könnte noch viel, viel länger gehen. Also gibt es White Room zum Beispiel. Clapton mit dem Auto war. Ne? Dann klar Voodoo Child und so weiter. Hendrix mit dem Wah-Wah. Ne? Ja, es ist ein Fazit. Es ist ein wunderbarer Weg, den Dingen Charakter einzuhauchen. Also mit Charakter meine ich den Dingen, dem Sound der Gitarre etwas ganz Eigenes zu geben. Es gibt viele Gitarristen, die haben sich die haben diese Pedale so eingesetzt, dass sie ihren Sound völlig definiert haben. Ne? U2 beispielsweise auch mit den Echos, dann Pink Floyd natürlich mit dem Phaser, Van Halen mit dem Phaser. Oft waren es die Besten der Welt, die diese Effekte auch ganz geschickt eingesetzt haben, was jetzt Sound angeht. Ne? Also bei den Modulationseffekten wird der Sound nicht in der Lautstärke, sondern in der Tonhöhe verschoben. Das ergibt dann Effekte mit schwebenden Sound und Namen wie Chorus und Pitch Shifter. Wird dann die Modulation noch rhythmisch verändert, entstehen dann Effekte wie Vibrato, Tremolo, Flanger, Phaser und Leslie, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Oh, das ist natürlich, der Leslie-Effekt ist ein Effekt, wo ein Lautsprecher in einer großen Box sich motorisiert gedreht hat und das hat dann zu diesen Phasenverschiebungen geführt, 70er Chorus, Flanger, Tremolo. Jetzt holen wir uns doch mal noch einen Leslie, denn ich kann nicht beenden, ohne dass ihr das einmal gehört habt. Und das ist der Rotary Drum Effekt hier. Und das Ganze klingt dann so, ohne, machen wir mal den klassischen Hendrix-Akkord. Klingt überhaupt nicht mehr nach Gitarre, klingt wie eine Orgel. Das ist jetzt auch schnell, wenn ich es auf Slow mache, die Tiefe ein bisschen, also die Tiefe des Effektes, die Räumlichkeit ein bisschen reduziere, den Mix ein bisschen reduzieren. Dann ist es ein Chorus. Sogar ein mega cool klingender. Ich glaube, für den Houston Kettner gibt es das Pedal, das Leslie-Pedal, das ist eines der allerbesten. Und dann natürlich noch ein bisschen Zerre dazu. Peter Frampton zum Beispiel, der nicht nur den Vocoder verwendet hat, hat auch diesen Effekt sehr, sehr gerne in seinen und dann dasselbe nochmal mit einem Tweeter oben auch nochmal genau. Wow, ist der Aggro. Da reduzieren wir mal die Verzerrung. Vorsicht hier mit den Höhen, ne, bei diesem Effekt. So, also. Und nein, wer hat es erfunden? Nein, es waren nicht die Schweizer, die es erfunden haben. Es war tatsächlich Leo Fender und ich glaube, diese Story mit dem Verwechseln des Tremolo-Effektes und des Vibrato-Effektes, ne, das ist eigentlich hier kein Tremolo, sondern ein Vibrato. Und Tremolo wäre dann die
Lautstärke, Amplitude. So, das sollte es als Einführung in die Modulationseffekte gewesen sein. Ihr merkt schon, ich habe eine riesen Begeisterung dafür. Ich könnte euch noch stundenlang darüber erzählen, was da alles an Sound möglich ist und welches Potenzial die Effekte haben. Sie klingen unterschiedlich vor einem Amp und hinter einem Amp. Das sollte man immer ausprobieren. Sie klingen unterschiedlich vor einem Clean Sound und vor einem Crunch Sound und sie bereichern einfach den Klang der Gitarre so prägnant, dass man ja einiges ausprobieren sollte. Gibt es Gitarristen, die das nicht machen und die Welt bekannt sind? Ja, einer von ihnen hatte heute Geburtstag, nämlich Keith Richards mit 75. Er verwendet einen Hall auf seinem Röhrenamp. Er ist der Fan von Kabel rein und lass mich spielen. Und er hat auch den Sound von den Stones damit geprägt. Ein Fasspedal hat er schon mal verwendet, also so um den Sound noch ein bisschen anzuzerren. Selbe kann man auch sagen, so AC/DC zum Beispiel, Angus Young braucht keine Modulationseffekte. Ein alter 100 Watt Marshall, eine SG und volle Kanne rein, vielleicht noch ein bisschen anboosten, damit mehr Verzerrung rauskommt. Das ist halt der Sound von AC/DC. Auf der einen Seite dieser Purismus, auch in verschiedenen Stilistikern, aber auf der anderen Seite die volle Bandbreite und dadurch diesen Hörgenuss auch oder die Fülle, die du zum Beispiel in einem Trio erzeugen kannst mit diesen Effekten. Das ist schon unglaublich, wie das klingen kann. Ich verwende diese Effekte sehr, sehr gern. Ich würde auch sagen, der Phase 90 ist einer meiner absoluten Favoriten. Aber ich mag auch diesen Leslie-Sound, den ihr gerade gehört habt, dezent eingestellt als sehr, sehr schön raumgreifenden, inspirierenden Chorus. Ich verwende das Tremolo sehr, sehr gerne, auch in Gitarrensolos, weil es mir diese Lautstärke-Schwankungen macht das Ganze sehr, sehr lebendig. Und natürlich, ohne einen Chorus gehe ich nicht auf die Bühne, denn wenn ich bestimmte Songs spiele, dann gibt der mir diesen wunderbar räumlichen Klang, den ich sonst nicht hinbekomme. Und natürlich, Wah-Wah ist für mich ein Muss. So, ihr Lieben, das sollte es gewesen sein. Ich gucke jetzt nochmal in den Chat, ob ihr vielleicht die ein oder andere Frage noch hattet. Okay, ich werde gerne mal dein Rotary. Rotary habt ihr gehört? Doch, Marc. Ich hoffe, du hast es jetzt gehört. Na komm, ich spiele nochmal den Rotary Sound, dass du den auch nochmal hörst. In den Einstellungen, die ich bevorzuge hier. So. Ja. Komm, ich intensiviere hier noch ein bisschen. Ne? How does it feel to be on your own, like a rolling stone? Ein bisschen noch hier beim Ton. How does it feel? Tell me, how does it feel? Okay, so das war jetzt auch nochmal für dich der Rotary Speaker, dass du den auch nochmal gehört hast. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Freude bereitet wie mir. Ja, ich hatte heute richtig viel Spaß. Ich liebe Sounds und ihr wisst, dass ich ein Soundfreak bin. Und ich habe fast alle diese Effekte schon mal auch auf meinen Pedalboards gehabt, geschraubt. Und jetzt habe ich sie alle. Ich bin natürlich glücklich, ich habe sie alle im Helix und sie klingen alle so unglaublich authentisch. Nicht nur live, sondern auch auf Aufnahmen. Was kann man mehr sagen? Wir leben in der besten aller Zeiten. Wir haben die unglaubliche Wahl, die es noch nie gegeben hat. Wir können kreativ inspirierendes Zeug mit diesen Effekten machen. Und das wünsche ich dir, dass du das auch machst. Und ich werde mich jetzt verabschieden.
Wo sind denn die klassischen Merkmale eines Nickelback und Metal Sound? Nun, bei Nickelback hast du tatsächlich auch Modulationseffekte drauf. Das wäre jetzt noch ein anderes Thema. Wir sind jetzt schon bei über einer Stunde und ich danke dir, wenn du bis hierher durchgehalten hast. Ich finde das unglaublich. Das zeigt mir, dass du wirklich, wirklich auch Bock drauf hast, dieses komplexe Thema zu erforschen, zu verstehen. Und alle, die live dabei waren, wünsche ich euch jetzt schon alles, alles Liebe und Gute jetzt zu den Festtagen. Morgen habe ich noch einen Live-Termin und der Live-Termin morgen, da lade ich euch herzlich ein, findet abends statt um 20:30 Uhr und zwar geht es um, klar, 2 Weihnachtsklassiker, die ich noch nicht gemacht habe und ich habe 2 sehr aufgeregte Schüler morgen hier am Start, die noch nie live vor der Kamera waren und die werden mit mir dann singen und wir werden diese 2 Lieder lernen. Eines ist von John Lennon und eines ist von Bryan Adams. Das war's. Tschüss, ihr Lieben. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal beim Gitarre-Wissen-Austausch hier wieder dabei seid. Ich hoffe, du konntest ein klein wenig besser werden und ein klein wenig was mitnehmen. In diesem Sinne alles Liebe und Gute. Ciao. Und ja, ich bin noch da. Hau nicht ab. Aber bevor du gehst, würde ich mich freuen, wenn du hier das Glockensymbol aktivierst, damit du benachrichtigt wirst, wenn ich wieder eine Live-Session geplant habe und wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Herzlichen Dank. Hier war Horst Keller.